Willkommen bei Unterm Messer, dem monatlichen Plastic Surgery Podcast mit Barbie Breakout und Christian Rössing. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Unterm Messer, eurem Lieblingspodcast, hoffe ich, im Bereich Plastic Surgery, Beauty und so. Mein Name ist Barbie Breakout und ich sitze hier mit dem großartigen Christian Rössing. Hallo. Hallo, schön machst du das. Geht's dir Guten gut? Abend, guten Nachmittag. Ja, geht's dir gut, mein Schatz? Mir geht's super. Sehr schön. Und du siehst auch wieder super aus. Fresh. So fresh. Geslimmt. Ja, darüber reden wir auch heute. Ich sage es immer gleich am Anfang, wir sind ein Videopodcast, das heißt, wenn ihr uns hört als Podcast, ist das wunderschön, aber uns kann man vor allem auch sehen, bei YouTube und bei Spotify Video kann man uns sehen vor allem und das wird heute auch besonders viel Sinn machen, denn wir werden einiges an Anschaumaterial auch zeigen, unter anderem mich vor dem Weight Loss in spärlicher Bekleidung. Also wenn ihr mal euch gruseln wollt, lachen wollt oder denken wollt, Mensch, das hat's aber gemacht, dann müsst ihr das als Videoformat gucken. So, da habe ich das Thema jetzt heute schon vorweggenommen, Schatzi. Worüber sprechen wir denn? Thema heute sind die sogenannten GLP-1-Medikamente, auch im Volksmund als Abnehmspritze bekannt. Also und Ozempic das ist ja und so. Genau, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, also und dann gibt es natürlich noch ein paar mehr. Aber das ist ein Thema, was uns alle und natürlich mich auch jetzt hier in meinem Beruf in den letzten, sage ich mal, 2 Jahren zunehmend beschäftigt. Und alles, was so darum sich abspielt, das wollen wir heute besprechen. Ich finde, es ist also natürlich, weil es mich persönlich auch betrifft, weil ich selber ich erzähle da gleich ein bisschen ausführlicher von, seit über einem Jahr jetzt Mounjaro nehme und damit auch, ich würde sagen, 30 Kilo verloren habe jetzt. Also aus dieser Ecke können wir gerne drüber sprechen und ich werde da auch nicht zurückhalten mit persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Aber es ist halt, das Thema fasziniert mich sehr, weil es halt auch popkulturell so wahnsinnig viel verändert hat. Ne? Wir sind weg von dem Body Positivity, Kardashian, Curvy, BBL-Look zu, man ist jetzt wieder dünn so. Und das bringt natürlich auch ganz viel Diskussionsstoff mit sich. Diskutieren wir jetzt wieder über die Körper von Frauen in der Öffentlichkeit. Haben wir aus den 2000ern gelernt oder nicht? Sind wir comfortable damit, mit dem Finger auf andere zu zeigen und deren Körpergeschichte zu diskutieren? Und das will ich von Anfang an klar machen. Wir werden hier nicht mutmaßen, wir werden hier nicht mit dem Finger auf die Körper von sehr dünnen Frauen zeigen und uns jetzt überlegen, ob die ihrer Vorbildfunktion gerecht werden oder nicht. Die Körper, die wir hier besprechen, sind die Körper von Menschen, die zugegeben haben, dass sie auf Ozempic sind oder auf irgendwelchen anderen GLP-1s. Denn man hat das gerade auch bei der Wicked-Pressetour gesehen, wie da jetzt über Arianas Körper und über Cynthias Körper gesprochen wird. Das ist schon wieder ganz schön eklig. So, und die Leute schreiben sich ja dann gerne auf die Flagge, es geht um die Gesundheit und um die Kinder und so. Und das mag ja alles sein, aber am Ende hat es dann doch immer eher was von Gossip und von ein bisschen Lästern. Und Absolut, ja. so wollen wir hier nicht machen. Nein, wollen wir hier nicht machen. So, jetzt lass uns mal einsteigen ganz am Anfang. Wie funktionieren diese Dinger denn? Weil ich glaube, am Anfang war zumindest Ozempic eine Diabetes-Droge, also ein Medikament, das man gegeben hat bei Diabetes 2, korrekt? Korrekt. Also das ist ja jetzt nicht völlig neu erfunden. Es gibt es ja schon eine ganze Weile. Und diese GLP-1-Medikamente basieren eigentlich darauf, dass dieses Hormon, es ist ein Hormon, was produziert wird im Darm und ist dafür verantwortlich, unter anderem, wie viel Insulin ausgeschüttet wird, wenn man gerade eine Mahlzeit hatte. Und dann basiert all diese Medikamente, es gibt natürlich dann auch welche, wie zum Beispiel Mounjaro, die 2 Rezeptoren bedienen, aber im Grunde bedienen sie sich als Agonist, sie docken sozusagen da an und simulieren, als würdest du schon genug gegessen haben und diese Insulin wird ein bisschen mehr ausgeschüttet und dein Magen entleert sich dann eben auch langsamer und so weiter und so fort und darauf basiert dieses ganze Konzept. Und langfristig nimmt man damit eben auch ab. Das hat man eben bei Diabetikern, die das genommen haben, festgestellt, dass sie eben auch drastisch an Gewicht verloren haben im Zusammenhang mit diesen Injektionen. Also ich habe, wie wahrscheinlich die meisten damals, also vor Drag Race, die Leute, die mir folgen, werden das wissen, bevor ich Drag Race bekommen habe, bevor ich die Zusage bekomme für Drag Race, war ich auf meinem
Höchstwert, was Gewicht angeht, da war ich um die 130, glaube ich 132 oder so. Und dann kam das Angebot von Drag Race und dann habe ich gesagt, alles klar, dann will ich jetzt natürlich auch, also ich möchte gerne das genießen können, auch den Dreh. Und es ging, also natürlich ging es mir auch um die Optik, mir ging es aber vor allem auch um meine Tage da in Full Drag, weil ich wusste, ne, Horror, es ist Horror für mich, in meiner engen Corsage eingeschnürt, mit diesem Riesenbauch, mit diesem vielen Fett auch an der Hüfte. Wenn ich das alles zusammenschnüren muss unter dieser Taille, kriege ich kaum noch Luft. Ich habe totale Beklemmung, ich schwitze wie ein Schwein, weil der Herzschlag wird schneller, ne? Der Körper ist in so einem Dauerpanikzustand, dann noch die dicken Haare obendrauf, die Perücke in dem Licht. Also ja, es wäre ein Albtraum gewesen, also war klar, ich nehme ab. Und damals haben mir das Ärzte schon angeboten, die gesagt haben, es gibt da so eine neue Spritze, es gibt so ein Medikament, guck doch mal, willst du das probieren? Dann habe ich gesagt, nee, mach das so. Und habe das auch durchgezogen, habe, ich glaube, 25 Kilo damals abgenommen mit einer Trainerin und mit Ernährungsumstellung. Aber es ist halt für jemanden wie mich, der wirklich hardcore essgestört auch war über Jahre und immer noch ist, 1200, 1500 Kalorien am Tag ist für mich schon hart, also richtig hart. Und das Training so, das war alles gut, hat mir sicherlich auch körperlich gut getan. Aber ich habe mich halt trotzdem den ganzen Tag nur mit Essen beschäftigt. Und ne, mein ganzer Tag war erfüllt von, was darf ich noch essen, was möchte ich noch essen, was mache ich später zu essen, wie viel, also ich habe so Makros bekommen, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate muss ich noch, was darf ich noch. Also es ist, die Leute sagen so oft, ja, dann reißt euch doch zusammen, fresst einfach weniger. Und ich glaube, es ist, wenn man so ein Brain-Setting hat wie ich und diese Voreinstellung mitbringt, wie ja viele andere auch, die jetzt davon profitieren, von diesen GLP-1s, ist es mit ein bisschen Zusammenreißen einfach nicht getan. Ne? Diese Food Noises, die wir haben, dieses ständige, auch wenn es dir hier schon steht, es ist immer noch nicht genug, du musst noch ein bisschen und wäre nicht jetzt das besser, das ist halt das eigentliche Problem. Es ist nicht so sehr das Problem, dass man einfach ein bisschen faul ist oder so. Und erstaunlicherweise sind GLP-1s da effektiv. Also ich habe es am Anfang nicht geglaubt, aber es funktioniert tatsächlich, dass diese Food Noises leiser werden. Bei mir sind sie nicht ganz weg, aber ich kann sie viel besser wegschieben. Dieses Flüstern im Kopf, Genau. mehr. Und da kommen wir gleich zu was ganz Spannendem, nämlich, dass es so viele andere Felder gibt, wo diese GLP-1s Erfolge verzeichnen, von denen man das gar nicht wusste vorher. Erzähl mal. Richtig. In erster Linie ist es, wie du das gerade eben richtig gut auch beschrieben hast, so, es ist ja alles auch eine Sucht, also auch das Essen ist eine Sucht, weil wir wollen uns immer belohnen. Und es gibt Menschen, die rauchen, dann belohnen sich mit einer Zigarette und manche mit einer Praline und noch eine Praline und vielleicht noch ein Brötchen und was weiß ich. Das sind alles suchtbasierte Sachen und natürlich dieses Geschichte mit Zucker kennen wir alles ganz lange. Und dann hat sich diese Spritze etabliert und ich weiß noch, wie einige der Patienten, die das genommen haben, die zu mir kommen, sagten, fast als erstes, nicht, dass sie jetzt schon 10 Kilo verloren haben, sondern es ist so geil, ich muss nicht immer ans Essen denken. Das macht einen ja auch wahnsinnig, wenn du die ganze Zeit immer daran denkst, ach, kann ich jetzt schon so und ach, gleich kann ich mir irgendwie eine Currywurst noch reinziehen oder so. Und man ist ja auch, hat ja immer den Bock auf das Ungesunde. Ja, und es ist ja auch immer dann wieder mit einer Scham verbunden. Also der Wunsch danach ist schon mit einer Scham verbunden, das sich erfüllen ist mit einer Scham verbunden, das Gefühl danach ist scheiße. Ja. Also es ist ein ganz kleiner Genussmoment, umgeben von ganz viel Negativität. Und das ist ja auch einfach, was man Man nicht. schämt sich. Ich habe da eine super Story auch noch von einer Krankenschwester von vor 20 Jahren, die mich mal aufgesucht hat, weil sie so sagte, ich kann nicht sein, ich esse nichts, ich esse nur Salat, den ganzen Tag, ohne Öl, ohne Dressing und ich wäre immer dicker. Und dann habe ich ihr auch, Wahnsinn, und ich habe ihr auch gesagt, das ist nicht möglich, weil wir müssen auch, wir nehmen nur zu, indem wir auch natürlich Energie in Form von Essen uns zuführen. Nein, sie würde das so machen und ich habe sie auch in der Tat in der Kantine gesehen, wie sie nur Salatblätter ohne irgendetwas, ohne Brot und so isst. Nur irgendwann Wochen später halte ich entfernt von der Klinik am Autobahnkreuz Köln-West an, wollte mir einen McDonald's-Burger holen. Und wer sitzt da heimlich still in der Ecke? 40 Kilometer vom Krankenhaus entfernt, von ihrem Wohnort auch entfernt, eben diese Person und hat dann einfach einen riesen Berg an Burgern in sich reingegessen. Das war schon, es hat mir so leid getan, weil sie das alles auch versteckt getan hat. Und insofern ist diese Spritze eine Erlösung und ich sehe das auch wirklich so, ich bin ganz offen damit, dass man das eben auch wirklich den Leuten, die übergewichtig sind, verschreiben sollte.
Und das ist jetzt die Frage, die du gestellt hast. Die sagen eben nicht nur zum Beispiel, ich esse jetzt plötzlich nicht mehr so viel und ich will auch gar nicht, ich denke nicht mehr so oft ans Essen. Die denken auch nicht mehr so oft an das Glas Wein. Mhm. Und da sind wir schon bei den weiteren positiven Effekten, die das offenbar hat. Einige sind schon ziemlich gut in Studien nachgewiesen, andere sind gerade noch in dieser Studienlage drin, wie zum Beispiel eben alles, was die Suchterkrankungen angeht, aber auch zum Beispiel Alzheimer und so weiter. Also Blutfettwerte sind besser, Blutdruckwerte sind besser, weil natürlich Gewicht verloren wurde. Also es ist eine ganze Palette an positiven Nebenwirkungen, sage ich mal. Es gibt natürlich auch ein paar negative. Können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Lass uns gleich mal drüber sprechen. Was sind, also jetzt erstmal von denen, die vielleicht medizinische Implikationen haben, nicht jetzt so die Beauty-Geschichten, da kommen wir tatsächlich gleich noch zu, aber gibt es, also als ich damit angefangen habe, ganz viele Leute mir gesagt, hast du denn keine Angst vor den Nebenwirkungen, dass du Nierenschaden bekommst, dass dir die Augen schlecht werden, dass so eine Sachen, hast du da Erfahrungswerte mit? Nein, kann ich gar nicht so. Also viele von langfristigen Nebenwirkungen ist in der Tat so, woher wollen wir die wissen? Es gibt das Ganze ja in der breiten Anwendung noch gar nicht so lange, aber ungleich zu vielleicht anderen neuen Medikamenten, die eingeführt wurden im Markt, ist das natürlich ein Wahnsinn, wie breit das jetzt schon in der Bevölkerung angekommen ist, auch im Lifestyle. Da gibt es natürlich gespaltene Meinungen drüber. Yes. Aber die Flut an schlimmen Nebenwirkungen ist einfach ausgeblieben bisher. Also es kann natürlich sein, dass viele vertragen das einfach nicht, wenn durch diese langsame Magenentleerung, ständiges Völlegefühl, Aufstoßen, Sodbrennen. Übelkeit, Sodbrennen. Verstopfung, Verstopfung. anderer Durchfall. Ja, also das sind Sachen, die sind eigentlich sehr häufig, wenn sie vorkommen. Da muss man halt mit der Dosis schauen. Und im schlimmsten Fall kann man es eben einfach nicht nehmen, das gibt es auch. Aber die gravierenden Nebenwirkungen wie also eine gesteigerte Gefahr einer Pankreatitis, also Bauchspeicheldrüsenentzündung oder gar Bauchspeicheldrüsenkrebs, was man so vermutet hat, das ist bisher, also ich habe jetzt wirklich nochmal im Vorfeld ziemlich viel gelesen, ist nicht entstanden bisher. Ich habe, also es ist sehr schwierig, finde ich, über die gesamte GLP-1, das Phänomen zu sprechen, ohne nicht auch immer wieder in so Fallen zu tappen, wo man dann eben sagt, wer darf nicht, wem gestehe ich das Recht zu, sich dieses Zeug zu besorgen, wem nicht, müssen wir es aufsparen, dass es nur die Diabetiker kriegen. Also es gibt so ganz viele moralische Geschichten, wo auch das Internet heiß diskutiert und wo ich auch merke, es wird sehr viel von dünnen Menschen über dicke Menschen geurteilt momentan und sehr viel, was ich schon gesagt habe, ihr müsst euch einfach nur mal zusammenreißen, ihr müsst nur einfach mal zum Sport gehen und so. Und ich will das einmal relativ klar sagen. Also ich finde klar, wenn ein normalgewichtiger Mensch sich Ozempic oder irgendein anderes GLP-1 holt, wissend, dass dadurch jemand anderes, der vielleicht gerade einen Engpass hat, das nicht bekommt und die Person braucht es eigentlich nicht, die macht das nur, um so ein bisschen sich vielleicht das mitzumachen, ein paar Kilo abzunehmen oder so, finde ich es auch blöd, ehrlich gesagt. Andererseits kenne ich viele Menschen, die normalgewichtig aussehen oder sogar schlank aussehen, die auch eine Vorgeschichte haben von einer wahnsinnigen Essstörung und für die das Existieren in diesem Körper auch eine wahnsinnige Belastung ist, den so zu halten, wie er aussehen muss und für die schon diese Erleichterung, dieses Zeug nehmen zu können, wahnsinnig viel bedeutet. Und das ist für mich auch eine Implikation, wo ich denke, ja, das kann ich schon auch absolut verstehen und gutheißen. Im Beginn dieser ganzen Ära dieser GLP-1s war es ja wirklich in der Tat so, dass es einfach nicht mehr lieferbar war. Es war eine riesen Nachfrage und dann stellt sich natürlich die Frage, und es ist auch richtig, dass es reguliert wurde, dass es einfach auch die Diagnose, also Diabetes mellitus, dann irgendwo damit verbunden stand. Das hat sich aber jetzt geändert. Dieser Engpass hat sich gegeben. Es gibt ja auch viel mehr Medikamente zur Verfügung. Und ich finde, wie du das auch richtig sagst, wer entscheidet denn auch, also nur der ganz, ganz dicke oder der weniger, so halbmäßig dicke oder mit Essstörung, der vermeintlich schlanke, das ist so diffizil, wir können es nicht bestimmen und auch sollten es auch nicht urteilen. Und auch die Verfügbarkeit und vielleicht auch das Gesundheitssystem, was eventuell darunter leidet, weil dann nun jetzt das Ganze so missbräuchlich vielleicht in Massen benutzt wird, hat sich auch wiederum als falsch herausgestellt, weil das ist ja immer am schnellsten untersucht, was die Kosten im Gesundheitssystem angeht. Und die haben sich auf gewissen Feldern doch schon reduziert.
was zum Beispiel die Nebeneffekte bei Adipositas sind. Klar. Ne? Wie Bluthochdruck. Klar. Die ganzen Medikamente für die Senkung Blutfettwerte, die werden deutlich weniger verschrieben. Ich bin gespannt, es gibt garantiert in einem Jahr dann die ersten richtigen Zahlen, also und da werden wir uns umgucken. Ich bin mir sicher, ist das so. Das ist tatsächlich eine Sache mit dem Geld. Also da war ich auch, ich habe das angefangen zu nehmen. Also ich habe erst Ozempic probiert, Ozempic hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich nur eine ganz niedrige Dosis, also ich habe die Einstiegsdosis genommen, wie alle anderen auch, und habe gemerkt, der Effekt, den viele Leute, die ich kenne, die das genommen haben, hatten, dass ihnen gleich übel geworden ist, dass sie gleich nicht mehr essen wollten, das hatte ich halt gar nicht. Dann habe ich ein bisschen mehr versucht, auch immer noch gar nichts. Dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt die Dosis gar nicht richtig erhöhen, weil dann fühle ich mich schon wieder schlecht. Dann fühle ich mich schon wieder wie die Dicke, die wieder so wahnsinnig viel braucht, damit es überhaupt ein bisschen anschlägt. Und dann habe ich es lieber gar nicht gemacht. Dann habe ich Wegovy versucht, gleiches Resultat. Ist ja auch das gleiche wie Ozempic im Right. Grunde. Ja. Und dann war ich auf einer Hochzeit und habe da mit jemandem gesprochen, den ich schon länger kenne, der früher auch sehr, sehr rund war. Und der hatte, ich glaube, auch 30 Kilo gedroppt oder so und meinte so, hey, übrigens, hast du mal probiert? Ich habe Mounjaro genommen. Dann dachte ich, nee, eigentlich nicht. Habe ich versucht, funktioniert bei mir alles nicht. Ich sagte, du probier das mal. Das ist wie die große böse Schwester quasi. Die hat ein bisschen mehr Kraft im Arm. Und dann habe ich mir das besorgt und habe das angefangen. Und ab einer gewissen Dosierung dann hatte ich dann tatsächlich auch eine Wirkung. Habe dann sehr, sehr schnell Gewicht abgenommen und dann eigentlich bin ich so plateaut. So, also ich habe sehr, sehr schnell 16, 17 abgenommen, innerhalb von wirklich ein paar Wochen eigentlich. Und dann immer nur so schrittweise. Und das funktioniert jetzt auch nur, also ich kann jetzt nur abnehmen, wenn ich dazu Sport mache, wenn ich mich bewege, wenn ich wirklich auch drauf gucke, wann ich was esse und so. Also ich muss jetzt schon wirklich schauen. Aber das hat mir sehr gut getan und ich konnte mir das damals halt leisten. Und dann haben sie den Preis erhöht, also Mounjaro wurde der Preis erhöht plötzlich. Und in der Dosierung, in der ich es genommen habe, ich glaube, es waren dann schon 10, 12 Milligramm pro Woche, kostet dann so ein Pen mit so 4,5 Dosen drin, kostet dann mal fröhliche 500 € pro Monat. Und die hatte ich halt dann nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, jetzt komme ich in eine Zwickmühle, dass ich angewiesen bin eigentlich auf diesen Stoff, weil ich auf gar keinen Fall wieder zurück möchte. Ich merke aber, ich kann es mir nicht mehr leisten. Und dann, ich habe, für die von euch, die das nicht wissen, hatte lange Bulimie, hatte lange eine Essstörung oder ich habe sicherlich immer noch eine Essstörung, aber ja, ich hatte lange Bulimie. Die liegt eigentlich hinter mir. Und dann habe ich gemerkt, jetzt rutsche ich da wieder rein. Hast du es richtig gemerkt? Ja, also die Panik in mir, das Zeug nicht mehr zu haben und dann geht das andere wieder los, dann geht die Noise wieder los und die Fresserei wieder los. Dann habe ich gedacht, okay, da fange ich an zu kotzen. Also ein Teil von mir hat das gedacht. Und das ist eine Sache, glaube ich, wo wir insgesamt auch mal drüber nachdenken müssen, wo die Krankenkassen auch mal drüber nachdenken müssen, wer auch immer das reguliert, drüber nachdenken muss, dass das ein Klassending jetzt wird, dass nur die Menschen, die es sich leisten können, sich Schlankheit leisten können durch diese Medikamente und der Rest halt nicht, ist ein Problem. Und es ist auch ein Problem, dass da keine Verbindlichkeit da ist. Also ja, nimm das Zeug und dann bist du dünn und wenn du es dir nicht mehr leisten kannst, musst du jetzt halt gucken, wie du klarkommst, weil da kommt es zu Verzweiflungstaten auf jeden Fall. Das ist eine Problematik, die ich sehe, die, glaube ich, noch nicht so richtig mitgedacht wird. Sicher. Und wenn man sich anschaut, welche Gesellschaftsschichten besonders von Übergewicht betroffen sind, dann sind das ja meistens eben die sowieso einfach auch für die Ernährung, gesunde Ernährung, vielleicht auch wegen Wissenslücken, aber eben auch wegen Geld, dazu neigen, und das sind nicht immer Diabetiker, das muss man eben auch so sehen. Aber diese Zweiklassengesellschaft bezogen auf dieses Übergewichtsproblem, das ist in der Tat jetzt noch mehr, wird sich das herausarbeiten. Auf jeden Fall. Eine Sache, die ich halt auch sehe, ist, dass es immer noch sehr mit Scham besetzt ist. Also auch das Zugeben, dass man das nutzt, ist immer noch sehr mit Scham besetzt. Vor allem bei Frauen natürlich, weil wir natürlich auch Frauen sehr hart verurteilen als Gesellschaft, ne? Wenn die zu dick sind, gibt es da immer sehr viel Hass, muss man ja sagen, von Leuten, ne, von der Öffentlichkeit, die dann, was weiß ich, Frauen wie Lizzo oder so, ne, die sich dann anhören muss, wie eklig fett sie ist und was weiß ich alles. Und gleichzeitig habe ich aber jetzt auch gesehen, dass es so dass sich ganz viele Leute verraten fühlen, wenn Frauen, die vorher einen Körper hatten, der ähnlich dem eigenen war, ne? Und man hat sich so mit der identifiziert und dann hat die Frau vielleicht, also wie Lizzo zum Beispiel, ja auch noch über Body Positivity geredet und dass man sich lieben soll, auch wenn man dick ist. Und dann nimmt die jetzt aber plötzlich ab. Plötzlich wird die schlank. Und dann habe ich jetzt, also auf Social Media auch immer wieder so Posts gesehen von Leuten, die sich wirklich verraten fühlen und die dann auch so öffentlich an den Pranger stellen, wo ich mir auch denke, das kann es irgendwie auch nicht sein. Das kann es nicht sein, und ich bin jetzt mal forsch und behaupte,
ganz einfach, wer möchte denn jetzt wirklich dick sein? Also wer von denen, die dann sagen, ich rede jetzt wirklich von Übergewicht, finden das so positiv, von diese Body Positivity, dass man sagt, ich möchte so unbedingt gern bleiben. Es sind oftmals verzweifelte Versuche schon vorangegangen, um abzunehmen, weil man möchte einfach auch sich besser fühlen und die meisten fühlen sich besser, wenn sie nicht so dick sind. Und dann entstehen natürlich solche Sachen und sich im Stich gelassen oder verraten fühlen. Das gibt es ja auch bei Schwangerschaften. Es gibt ja auch Freundinnen, die werden dann ewig nicht schwanger, die sind dann oder Dauersingle, sind nie schwanger. Dann plötzlich wird dann eine, findet ein Mann, wird schwanger und auf einmal ändert sich alles und das sind dann auch psychische Knackpunkte. Und ähnlich ist es dann auch eben dabei. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich glaube, dass man sich nur selber lieben kann, wenn man schlank ist, ne? Um Gottes Willen gar nicht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Für mich war das, also ich war jetzt nie ein großes Body-Positivity-Mädchen. Ich bin jetzt nicht durch die Welt gelaufen und habe gesagt irgendwie, hey, love this. Aber ich habe natürlich auch über mein Gewicht gesprochen in der Öffentlichkeit und habe auch immer über meinen Versuch gesprochen, mich trotzdem zu lieben. So, Ja. ne? Und das ist ja, glaube ich, das, wie ich Body Positivity auch meistens verstehe, dass man sagt, hey, das ist eben der Körper, den ich habe, aus den Gründen, mit denen ich nun mal lebe, aufgrund der Voraussetzungen, unter denen ich lebe. Und bei mir war das immer der Versuch, also ich habe nie das Fett geliebt, das habe ich genauso auch immer gesagt, ich habe nie das Fett geliebt, ich habe versucht, mich trotz des Fetts zu lieben. So. Und es gibt Menschen, die ich wunderschön finde, die super dick sind und ich liebe das, wenn die sich auch wunderschön finden. Trotzdem kann ich, genau wie du es gesagt hast, total gut verstehen, wenn Leute sagen, ich habe den Körper, in dem ich war, so fett wie er war, angenommen und ich habe auch gesagt, nehmt euch an, wenn ihr auch so aussieht und trotzdem, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, schlank zu werden, dünner zu werden, nehme ich es trotzdem gerne an. Ja. Das kann natürlich gesundheitliche Gründe haben. Anders ist natürlich auch eine gesellschaftliche Prägung da. Die Gesellschaft, in der wir leben, die eben dünn sein feiert und fett sein nicht. Da kann ich es natürlich auch total gut nachvollziehen, wenn Leute dann sagen, okay, wenn ich jetzt all meine Versuche vorher, die so wahnsinnig anstrengend waren, woran ich immer gescheitert bin, wenn ich jetzt eine Möglichkeit habe, ja, dann mache ich es. Ich finde, also ich fand es spannend zu sehen, wie das war bei Celebrities zum Beispiel. Also Oprah war eine der ersten, die öffentlich dazu Stellung bezogen hat und die auch gesagt hat, sie findet das toll. Die hat eine extra Sendung dazu gemacht und hat gesagt, hey, hier sind ganz viele Leute, die damit abgenommen haben und wir machen jetzt ein Special dazu. Die haben aber auch gleich alle Kommentarfunktionen deaktiviert. Bei allen Social-Media-Ausspielungen waren sofort die Kommentarfunktionen deaktiviert, weil sie wussten, wenn sich hier Leute hinstellen, die darüber sprechen, dass sie dieses Medikament nutzen, um abzunehmen, wird sofort der Backlash wird riesig sein. Und das war natürlich dann auch so, ne? Und die Leute, die auch von Anfang an dazu gestanden haben, ob das Kelly Clarkson war, die gesagt, also ne, sie hat nicht gesagt welches, aber sie nimmt irgendein GLP-1 und hat damit eben auch wahnsinnig viel abgenommen. Es gab so ein paar Leute, die von Anfang an dazu gestanden haben und der Backlash war halt riesig. Warum glaubst du, ist das so, dass wir Frauen, vor allem Frauen, da so für hassen, wenn die mit ihrem Körper solche Dinge tun, die Gesellschaft ja eigentlich fordert? Und das kann ich dir nicht beantworten. Ich verstehe das einfach nicht, dass man da so ein Hate draufsetzt, worauf der basiert. Ich kann es dir nicht sagen. Ist das ein Neid? Wo kommt der her? Und oder zeigt das, dass jemand schwach ist, wenn er sich medikamentöse Unterstützung holt? Das war ja genauso mit den Bypass, Magenband, Magenverkleinerung. Es gibt ja das war ja auch ein Anstieg, unglaublich, wie viele sich das auch mit Magenballon, erinnert dich Magenballon, Schluck zum Schlucken. Also es ist ja alles getestet worden und gemacht worden und auch mehr oder minder erfolgreich. Und auch genau diese Leute, die hatten ja wirklich, also sie hatten ja echte Probleme, wurden auch immer so ein bisschen missgünstig beurteilt. Da hättest du doch einfach mal weniger essen sollen. Das Thema hört man immer. Warum es nun gerade die Frauen so häufig trifft, ich kann dir das nicht beantworten. Ja, ich finde, also ja, wenn es einer macht, Entschuldigung, einer wie der Elon Musk, der es ja auch erzählt hat, dass er es nimmt, Ja. das finden ja dann alle auch noch toll, ohne es dann irgendeine Zweifel draufzusetzen und bei vielen Frauen eben einfach nicht. Ja, das klar. ist ganz komisch. Ja, also mir begegnet das wirklich viel, dass da sehr harsh gejudged wird, obwohl man vorher diese Frauen immer angreift und sagt, du bist zu fett, du musst mal abnehmen und dann nimmt sie ab und dann sagt, ja, das ist jetzt aber auch falsch. Ja. So bitte nicht, wenn du es dir zu Total. einfach machst, nicht, du musst leiden.
Ja, wir haben natürlich hier auch, weil wir ein Plastic Surgery Podcast sind und gar kein gesellschaftskritischer, wir beleuchten das jetzt mal aus dieser Ecke Podcast, haben wir natürlich auch uns überlegt, wie wir GLP-1s beleuchten können aus der Ecke der Schönheitsindustrie, will ich mal sagen, oder Chirurgie. Denn es gibt natürlich auch ein paar Begleiterscheinungen, mit denen ihr euch jetzt rumschlagen müsst, ne? Ausgelöst durch diese drastischen Gewichtsabnahmen. Fangen wir mal an, womit wir uns weniger rumschlagen müssen, ist nämlich Fett absaugen. Ach so. Also geht euch Geld flöten. Also es gibt ja auch Krankheiten, wie zum Beispiel Lipödeme, die bleiben da auch weiterhin bestehen, aber auch die verzeichnen natürlich auch Das sind Wasseransammlungen? Nee, das ist schon eine Fettansammlung, die krankhaft ist. Die kann man nicht so ganz einfach nur durch Gewichtsabnahme beeinflussen, aber auch ein wenig natürlich. Aber so die ganz normalen einfach nur Fettansammlungen, die durch Kalorienzufuhr stattgefunden haben, die treten einfach jetzt weniger häufig auf, zumindest in unserer Klientel. Aber was wird natürlich mehr? Die Straffungsoperation. Denn da sieht man natürlich bei solchen krassen Gewichtsrückgängen von 20, 30, 40, 50 Kilo, da ist natürlich logisch, dass dann eben vom Gesicht bis zum Bauch und Oberschenkel, Oberarme, dass dann vieles an Haut einfach überflüssig dann ist und das ist dann auch unser Job, das Ganze wieder in Form zu bringen. Ja, man hat ganz am Anfang, als das so losging, hat man sehr viel gelesen und gehört von Ozempic Face. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber das war, also ich habe Bilder mitgebracht, kann ich ja zeigen. Ich blende sie euch ein, wo man dann auch draufschaut und sich denkt, okay Maus, das würde ich jetzt, ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll als Arzt, außer wahnsinnig viel Filler reinballern, weil irgendwie, also hier zum Beispiel Sharon Osbourne, die ja auch sagt, dass sie das nimmt, das ist einfach sehr viel Haut plötzlich. Es ist nicht unbedingt so sehr viel Haut. Man sieht, was man hier wirklich gut sieht in dem Gesicht. Das Fett in unserem Gesicht, das hat ja auch eine Funktion. Ja. Und auch das baut sich natürlich ab. Die zentralen Fettpolster, die wir einfach mitbekommen haben vom lieben Gott, sage ich mal, die schrumpfen natürlich dabei einfach auch mit weg. Das ist leider ein Nebeneffekt und dann sieht man sehr eben ein bisschen hohlwangig aus, kränklich aus. Das ist halt negativ aber du sagst es richtig, was will man anderes tun? Man kann natürlich durch einen Facelift und so weiter das Ganze optimieren. Man hat ja dann auch eine Volumenverlagerung, also man bringt ja auch Muskulatur wieder in die richtige Position oder die Faszien werden gedoppelt und dann sieht das auch wieder ein bisschen fresher aus, aber im Grunde genommen, es kann ja auch nicht jeder sofort so etwas machen und dann fängt es an eben auch mit Fillern. Ja, habt ihr denn, also gerade was den Körper angeht, wir haben ja schon mal ein bisschen über so Apparate gesprochen, wo man so straffen kann, also wo es jetzt vielleicht weniger invasiv ist als direkt ein Lifting oder eine Haut wegschneiden. Haben die da, bis zu welchem Grad haben die denn da eine Chance? Geringgradig, ja. Also wenn es ein bisschen hängt, wie soll ich das müsste man am Beispiel dann sagen oder man wählt die Patienten natürlich anhand des Befundes aus, aber wenn man mit diesen Maschinen, das sind ja alles hitzebasierte Straffungen mit Radiofrequenz, mit Laser zum Beispiel, wenn man da wirklich was sehen möchte, eine Straffung haben möchte, dann darf das nicht zu viel sein. Ansonsten muss es wirklich chirurgisch passieren. Also dann ist es vergebene Liebesmüh. Ich habe noch, es gibt ja ein paar Männer auch tatsächlich, die dazu stehen. Also Robbie Williams ist einer davon, der gesagt hat, er hat damit wahnsinnig viel abgenommen. Also das sieht für mich okay aus. Da wurde auch schon gesagt, er sei jetzt zu dünn. Ich finde, das sieht in Ordnung aus. Ja, aber immer diese Aussage, der ist zu dünn. Ja. Was heißt es denn, ja? Als der vor 20 Jahren genauso dünn war, hat niemand gesagt, der ist zu dünn. Nee, das genau. ist, ich habe auch einen Patienten, der hat nicht durch GLP-1, sondern einfach durch einen Magen-Bypass, hat er über 100 Kilo abgenommen. Krass. Ist ein ganz anderer, also man erkennt ihn ja nun kaum wieder und er sagt mir, das Krasseste ist, ständig sagen Leute zu ihm, mein Gott, jetzt musst du aber aufhören abzunehmen. Er ist noch nicht richtig im Normalgewicht. Es ist noch davon entfernt. Und dann fangen Freunde, Bekannte und so weiter an, ihm aufdiktieren zu wollen, dass er jetzt schon zu dünn sei.
Und er sagt, wer kann denn sagen, ich bin jemand, ich bin nicht der ich mal war, Right. ich bin so, wie ich jetzt bin oder vielleicht sogar noch dünner. Right. Das ist auch so eine Sache. Right. Also ein Beispiel, wo man sich, glaube ich, einig ist, dass das wirklich Also ich finde, der sieht doch super ungesunde aus. Ja. Züge annimmt, ist Scott Disick, der jetzt halt wirklich schlimm aussieht. Ja. Jetzt sieht man aber auch bei ihm, er hat einfach immer so die Tendenz gehabt, so ein bisschen diese abfallenden Augenbrauen, ein bisschen dunkle Augenringe. Er sieht ja also auf der linken Seite auch ein bisschen kränklich immer aus. Das ist so vom Hautkolorit. Und jetzt mit kein Fett mehr im Gesicht, sieht es natürlich schrecklich aus. Ja. Ja, also da habe ich mich auch erschrocken. Sieht man auch die Tempels richtig eingefallen. Ja, ich habe es ja schon angekündigt am Anfang der Sendung. Ich will hier gerne, ne, wenn wir hier die Körper von anderen Menschen besprechen, können wir gerne auch bei meinem, mache ich da von mir selber auch nicht halt und habe deswegen ein Foto rausgesucht. Das ist jetzt von direkt vor Drag Race. Also das ist das erste Foto, was ich meiner Trainerin damals geschickt habe. Da habe ich mit der Trainerin abgenommen, aber hier hatte ich noch 4 Kilo weniger als dann, nachdem ich all das Gewicht nach Drag Race wieder zugenommen habe. Nur damit man sich das mal vorstellen kann, wie viel da so runtergeht. Wir haben erstmal die Frontalansicht. Das ist schon wild. Ja, krass. Und dann kannst du noch swipen, dann gibt es noch die Seite. Das ist Jessica Simpson. Ja. Ja. Ich kenne dich ja schon, wir kennen uns Ja. ja schon ewig. Natürlich, mit Klamotten ist das mal noch was anderes. Ich finde es erstmal toll, dass du es zeigst und es ist sensationell, so was es brave. geschafft hat. Ja. Also das kann man ja jetzt nicht von der Hand weisen. Nee. Wie soll man da jetzt was Negatives zu sagen? Right. Und seriously, Ja. du siehst nicht kränklich und überhaupt nicht. Also ich finde, dein Gesicht hat sich sehr positiv verändert. Natürlich nimmst du da auch ab, aber du hast jetzt natürlich nicht diesen Nebeneffekt, dass du hohle Wangen hast und so weiter. Ne? Das betrifft ja auch nicht jeden. Nee, ich glaube, also das mögen MedizinerInnen anders sehen. Ich glaube, es hängt auch davon ab, wie man abnimmt, wie schnell man abnimmt. Also ich habe ja, wie gesagt, diesen relativ radikalen Drop am Anfang gehabt, aber dann war ich halt auch einfach, also esse ich nach wie vor viel zu gerne. Ich habe halt auch das Problem nicht, dass mir schlecht wird, wenn ich zu viel esse oder dass ich dann aufhören muss zu essen oder so, ne? Mein Krankheitsbild bei meiner Essstörung war immer, dass ich trotzdem weiter esse. Insofern, also das ist es nicht und ich kann halt auch, das merke ich einfach auch durch Jahre Therapie, ich kann nicht gut gar nicht essen. Also, ne, ich glaube, wo andere Leute dann das vielleicht auch gut so, also ich spüre jetzt, ich muss jetzt nicht essen, dann esse ich jetzt auch einfach nicht. Ich esse dann vielleicht kein Abendessen oder ich esse vielleicht nur eine Mahlzeit am Tag oder so. Das könnte ich vielleicht auch, aber in mir regt sich dann auch mein Hirn und sagt, Mausi, jetzt wirst du essgestört, mach das mal nicht. Das heißt, ich esse schon auch gesunde Portionen, ich esse gesund gleichmäßig. Insofern habe ich jetzt diesen radikalen. Ja, aber das klingt richtig gut. Ja. Stell dir mal vor, du hättest jetzt überhaupt keinen Bock mehr, überhaupt irgendwas zu dir zu nehmen. Du müsstest es dir reinquälen. Also. Das ist ja auch, das wäre ein Verlust von Lebensqualität. Ja. Ich glaube, die Mischung jetzt in deinem Fall ist perfekt. Schatzi, und ich meine, ne, also Essen, Kochen und dass ich ein Foodie bin, ist die Hälfte meiner Persönlichkeit. Ich weiß gar nicht, wer ich dann noch bin. Also da bin ich noch ein bisschen Make-up und ein bisschen zickig, aber ein bisschen HIV. Aber ja, viel ist da nicht mehr übrig. Ja, so, also, aber ne? ist doch, also in deinem Fall wirklich super. Ich kenne aber auch Fälle, die sagen, also ich kriege überhaupt nichts mehr rein. Gut, ich bin nicht der Spezialist dafür. Ja. Ich bin plastischer Chirurg. Ich wäre aber in der Tat eben auch immer aufgesucht mit der Frage, kannst du mir das verschreiben? Und ich kann das natürlich nicht jedem einfach so verschreiben. Also ein bisschen internistische Begleitung ist schon nicht schlecht. Gerade wenn es um größere Abnehmen-Vorgänge geht, empfehle ich wirklich, geht zu jemandem, der sich damit auskennt, der aber auch nicht so, manche sind ja so richtig verzickt, gibt ja auch Kollegen, die weigern sich und finden das alles ganz schlimm, ohne überhaupt zu wissen, warum. Oder es gibt auch Kollegen von dir, Kolleginnen von dir vor allem, die das unter der Hand verschreiben und dann Videos dazu machen, wie scheiße sie das finden, wenn Leute das benutzen, die es nicht brauchen. Ja, das ist Wollte natürlich ich nochmal ganz anmerken schlecht. an dieser Stelle. Sowas finde ich richtig scheiße. Guten Tag. Also, ne, weil sorry, Doppelmoral kann ich nicht so drauf. Wir haben jetzt ja schon gesprochen auch über die Möglichkeiten, dass manche Menschen ohne ärztliche Begleitung machen. Ich habe festgestellt durch ein bisschen Recherche, auch durch Sachen, die mir eine Followerin geschickt hat, eine Frau, die sich mit meinem Content auseinandersetzt, die hat mich auf was gebracht, was mir vorher gar nicht so klar war. Es gibt einen sogenannten Grey Market, wo Leute, also manchmal sind das Leute wie ich, die einfach angewiesen sind auf dieses Medikament, sich es aber nicht leisten können und dann nach Alternativen suchen. Was ich aber auch gefunden habe, ist, dass die Bodybuilder-Szene komplett durchdreht, weil die jetzt sogenanntes Stacking betreiben. Also die besorgen sich dann aus China, ich werde nicht sagen, wie das funktioniert, ich sage nur, dass es das gibt, dann eben das sind ja alles Peptide dann am Ende, ne? Also entweder
Mounjaro oder eben andere Tirzepatide, Reta, besorgen die sich dann und stacken das dann noch mit anderen, also mit Anabolika, mit Testosteron, also also einerseits Gewicht zu verlieren, andererseits Muskeln aufzubauen. Dann machen sie noch Glow. Weißt du, was das ist? Nein. Das ist, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Es ist auch so ein Stacking von verschiedenen Peptiden, was halt irgendwie am Ende dazu führen soll, dass der Körper möglichst Bestleistung, Maximalleistung die ganze Zeit bringen kann. Also die Muskeln wachsen, das Fett wird geschreddet und man sieht halt dann einfach wahnsinnig toll aus. Das sind ja diese Bodybuilder-Philosophien, die gibt es ja schon ewig, diese Experimente mit Anabolika und Testosteron, also im Oberbegriff Anabolika. Das war immer schon, finde ich, beängstigend und das hat ja echt langfristig schlechte Folgen, das wissen wir auch und das, was da jetzt gerade auch mit den GLP-1s in Kombination mit Anabolika, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise gut ist. Ja, und ich glaube, das ist auch bei allem, was ich so nachvollziehen kann, wo ich denke, ja, also wir müssen dafür sorgen, dass das für mehr Menschen zugänglich ist, dass das auch niedrigschwelliger, was die Bewertung angeht, dass wir das nicht so verurteilen, wenn Menschen sich da Hilfe suchen und so. Das finde ich schon alles gut, aber wenn das eben in so die Hände von so Leuten gelangt, die halt dann einfach auch, also gerade, ich habe mich durch diese Foren gelesen, wo auch diese Grey Market Community da irgendwie diskutiert und wenn dann diese Bodybuilder dann echt auf die Leute, die das bestellen, um abzunehmen, weil sie halt irgendwie eine Essstörung haben oder weil der Körper halt einfach so getaktet ist, die dann da noch fertig machen, weil sie halt irgendwie als die Supersportler Alphas, wo ich auch denke, fickt euch doch. Ja, also nirgendwo hat man seine Ruhe vor denen. Ich bin froh, dass ich von denen nicht aufgesucht werde. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, abschließend sei vielleicht gesagt, wir wissen nicht, wo da die Reise noch hingeht in den nächsten Jahren. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Also zum Beispiel Retatrutide ist ja in Amerika schon das nächst potentere Mittel aus diesem Strauß der GLP-1s. Das ist bei uns noch nicht zugelassen. Das gibt es hier nur in einer Studie. Ich habe versucht, da reinzukommen. Da gab es keine Chance. Ist es denn in den USA zugelassen? Ich glaube, ja. Ah, okay. I think it's FDA approved. Maybe not. Auf jeden Fall wird es da schon wild benutzt. Bei uns oder in der letzten Phase wahrscheinlich. Maybe. Aber bei uns hat es noch keine Zulassung, aber ich glaube, da kommt noch mal was auf uns zu, was das Ganze vielleicht noch effektiver macht, noch besser verträglich und so. Was mich wirklich fasziniert, muss ich sagen, und ja, ich weiß, ich bin da vielleicht nicht das beste Beispiel für, weil ich immer sehr mutig bin, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, was so auch Risiko mit meinem eigenen Körper angeht. Ich bin da nicht so filmschig, ich sage mal, ach ja, ich mache es erst mal und gucke dann später. Wer weiß, was in 10 Jahren ist. Aber was mich fasziniert, ist die Tatsache, wie viele positive Nebeneffekte einfach entdeckt werden und wie viel wissenschaftliche Erkenntnis auch daraus kommt. Also die Tatsache, dass es ja gegen Demenz irgendwelche Effekte hat, haben sie festgestellt, weil sie festgestellt haben, dass irgendwas im Mund tatsächlich dann doch auch Auslöser für Demenz sein kann oder für Alzheimer sein kann. Und das haben sie entdeckt durch diese Feldstudie am Ende, dadurch, dass die Leute es halt einfach nehmen und man die Begleiteffekte richtig, und weil es viele nehmen und weil es dann einfach eine ganz andere Substanz hat. Ich hatte es ja eingangs auch erzählt, so eine Studie bringt natürlich nichts, wenn es 10 Beobachtungen gibt. Das muss also viele geben und daraus können sich auch Schlussfolgerungen ableiten. Und ich finde das auch sehr interessant. Es gab zwar jetzt in der letzten Vorstellung so einen kleinen Dämpfer, was die Alzheimer-Geschichte angeht, aber das ist ja nicht ein komplettes, alles falsch. Also wir haben jetzt völlig keine Beweise, keine empirischen Beweise finden können in den Studien, die sie gemacht haben, die das faktisch belegen und zementieren. Exakt. Aber das heißt, haben sie auch in den Studien geschrieben, das heißt nicht, dass es ausgeschlossen ist. Das heißt nur, sie haben es jetzt noch nicht vollständig beweisen können. Richtig, und man bleibt da dran und das ist der Lauf der Dinge, der Wissenschaft mit allem, was wir in den letzten Jahrzehnten, also von Infektionskrankheiten, wo wir immer geglaubt haben, das wird nie in irgendeiner Weise so substanziell behandelbar sein, wie zum Beispiel HIV oder auch wie Hepatitis, das war ja schrecklich. Ja. Und plötzlich haben sich die Blätter alle gewendet. In eine bessere Richtung, sage ich mal. Auch nicht endgültig. Was ist schon endgültig? Also ich meine, erinnert dich das Swiss Statement? Also 2008 hat ein Virologe, glaube ich, bekannt gegeben, offiziell, dass sie jetzt sicher sagen können, dass HIV unter erfolgreicher Therapie, also wenn die Viruslast im Blut lang genug unterdrückt ist, gleichmäßig, verlässlich, robust, dass dann ein Übertragen von HIV nicht mehr möglich ist. Und das war so ein Skandal damals, weil die Leute auch gesagt haben, wie könnt ihr das? Und wenn ihr bringt so viele Leute in Gefahr. Aber genauso ist es doch gekommen. Und genauso ist es gekommen. Also es war eine Erkenntnis, die sie festgestellt haben, weil sie Leute, die lange unter der Nachweisgrenze waren, einfach untersucht haben immer wieder. Und dann haben sie festgestellt, upsi, kannst du nicht weitergeben.
Und ne, selbst dann, wenn man diese Erkenntnisse weitergibt, die wissenschaftlich, empirisch bewiesen sind, dann trotzdem noch der Aufschrei kommt und sagt, es ist unmoralisch, das dürft ihr nicht. Also, aber wir leben mit diesen Kontroversen eben auch, was diese GLP-1s angeht, Ozempic, etc. Das wird weiterhin kontrovers diskutiert werden, bis es irgendwann in die Normalität übergeht. Right. Das, was der Kollege damals bezüglich HIV gesagt hat, ist ja nun auch nicht mehr der Aufschrei. Das hat sich nun in irgendeiner Weise völlig eingelegt und ich denke, das wird auch in so eine Richtung gehen. Also davon bin ich überzeugt. Und diese positiven Side-Effects bei diesen Medikamenten, die sind halt erschlagend, finde ich. Also allein das Suchtthema, ne? Das Suchtthema. Du hast das ja vorhin angerissen, aber ich finde das fand ich so faszinierend und ich habe das von einer Freundin erfahren oder von einer Bekannten einer Freundin erfahren, bevor ich das gelesen habe, dass es dazu Studien gibt, dass das untersucht wird, weil die sagte, sie hat eine Freundin, die Hardcore-Alkoholikerin ist und die hat GLP-1s verschrieben bekommen wegen ihres Gewichts oder wegen Diabetes, keine Ahnung was. Ich kenne die Frau nicht. Und hat dann irgendwie ein paar Wochen später zu ihrer Freundin gesagt, du, ich habe gar keinen Bock mehr zu trinken. Ja, ich hatte eine Patientin hier. Die Korrelation zwischen das, was ich als Food Noise empfinde, also die Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, ich soll schlechte Dinge tun, die mir Scheiße machen, aber die irgendwas in meinem Gehirn an Dopaminstimulanz auslösen, dass das vergleichbar ist und verwandt ist mit dem, was diese Frau zum Trinken bringt, kann man sich ja vorstellen, weil Sucht, aber dass dann die GLP-1s dagegen auch dass die wirken dagegen, finde ich faszinierend. Ja. Und wenn sich das bewahrheiten sollte, was für eine Zukunft liegt davor? Und ich will das jetzt, ich werde hier nicht von der Pharmaindustrie bezahlt, ich will das hier überhaupt nicht über den Klee loben, aber ich bin einfach fasziniert und aufgeregt. Ich finde das sehr, sehr spannend. Es ist absolut auch aufregend, in welcher rasanten Geschwindigkeit das Einzug gehalten hat. Also man wusste ja auch von die Firma, ich glaube Nordic Pharma, die ersten, die Ozempic hergestellt haben. Also die hatten ja auch das Patent, das ist eine dänische Pharma-Company. Und in der Zeit nach Corona, als die Volkswirtschaften alle runtergefahren sind, und Dänemark auch, wie jedes andere europäische Land, war im positiven Bereich mit der Volkswirtschaft nur durch dieses Medikament. Ja. Und dann sieht man auch, was für eine Breite, wo das einfach überall eingeschwemmt wird. Ja. Ich glaube, das wird noch weitertragen. Ja, ich bin mir auch sicher, das ist ein Thema, das uns die nächsten Jahre noch viel beschäftigen wird. Spätestens, wenn ich dann eine neue Niere brauche. That's not gonna happen. Gut, bevor wir euch jetzt in den Monat ohne uns entlassen, eine kleine Ankündigung. Also wir werden das Thema für die nächste Folge hier noch nicht verraten. Es sei nur so viel gesagt, es wird ein Special geben, eine Überraschung. Ne? Ganz spannend wird das sein. Ich freue mich sehr. Gut, ihr Süßen, dann habt es schön und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ihr könnt uns, und sehen vor allem auch, ihr könnt uns sehr gerne 5-Sterne-Bewertungen geben bei Apple Podcasts, bei Spotify. Ihr könnt uns weiterempfehlen, da freuen wir uns. Und wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Richtig. Und vielen Dank. Ja. War wieder sehr... Ach so, ja. Ja, ich danke dir. Ich finde das immer irgendwie herrlich, wie sich das Ganze ergänzt und macht auch richtig Spaß. Ich habe sehr viel geredet, diese Folge, I know, aber es ist halt ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist halt, it's a und deswegen fand thing. Ich die Folge auch so super interessant und ich finde es, danke nochmal, dass du selbst, also das ist, wer macht das schon und zeigt auch mal ein Bild und ist ehrlich und aber das sind die wenigsten. True. Ich bin Ty. Bye, bye. Tschüss.